Immer wieder gibt es Mandanten, die sich lange noch irgendwie über Wasser halten und dabei aber Forderungen bei Sozialversicherungsträgern aus vorsätzlich nicht bezahltem Unterhalt oder auch Schulden gegenüber dem Finanzamt wegen Steuerstraftaten aufbauen, die als Forderungen aus unerlaubten Handlungen zu qualifizieren sind nach § 302 der Insolvenzordnung. Dazu zählen zum Beispiel auch Schadensersatzforderungen aus zum Beispiel Eingehungsbetrug, Ordnungswidrigkeiten, Körper- und Eigentumsverletzungen. Für diese Forderungen kann auch bei einem ansonsten reibungslos verlaufenden Insolvenzverfahren keine Restschuldbefreiung erlangt werden. Achtung, hier geht es tatsächlich nur um strafbare Handlungen. Wenn du zum Beispiel deine Einkommensteuer korrekt erklärt hast, aber diese nicht bezahlen kannst, weil du kein Geld hast, ist das keine strafbare Handlung und die Restschuldbefreiung wird normalerweise erteilt. Mandanten, die solche Schulden aus unerlaubten Handlungen haben, sind natürlich grundsätzlich keine schlechten Menschen und auch keine Verbrecher. Wir alle wissen, das Leben ist kompliziert und wir alle machen Fehler. Ganz davon abgesehen, dass gerade eine Verurteilung wegen einer Steuerstraftat vielfach jede Rechtsstaatlichkeit vermissen lässt. Betroffene werden durch Untersuchungshaft, die im Grunde Beugehaft ist, zu falschen Geständnissen gezwungen oder haben schlicht kein Geld für einen guten Strafverteidiger und lassen sich durch den schlecht bezahlten Pflichtverteidiger auf zweifelhafte Deals ein. Amerikanische Verhältnisse will man schon sagen. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Betroffenen dann an zweifelhafte Anbieter im Internet, angebliche Rechtsanwälte, die den Betroffenen versprechen, dass über die EU-Insolvenz, zum Beispiel in Irland, auch deliktische Forderungen Restschuld befreit werden können. Mit dieser Frage wollen wir uns genau heute in diesem Video befassen. Ist das tatsächlich so? Nun, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, es ist tatsächlich möglich, dass in Irland die Restschuldbefreiung für solche deliktischen Forderungen erteilt wird. Und das hat drei mögliche Gründe. Erster Grund, die Beamten der Insolvenzbehörde in Irland sind überarbeitet, haben keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, schauen nicht aufs Detail, insbesondere da es ja Forderungen aus dem Ausland sind. Zweiter Grund, die Unterlagen sind alle auf Deutsch. Die Beamten der Insolvenzbehörde in Irland haben keine Möglichkeit, hier genau nachzuforschen, um was es hier tatsächlich geht. Oder der dritte Grund, die Gesetze sind im Einzelfall in Irland hinsichtlich Steuerschulden zum Beispiel leicht anders als in Deutschland. Die Restschuldbefreiung wird in Irland dann erteilt. Nun aber ein ganz wichtiger Grund. Die meisten Mandanten planen ja nach der irischen Insolvenz irgendwann nach Deutschland zurückzukehren. Damit dann der sich in Deutschland befindliche Gläubiger seinen Titel gegenüber dir aufgeben muss, musst du ihm ein sogenanntes Certificate of Discharge vorliegen, also eine Bestätigung der Restschuldbefreiung in Irland. Handelt es sich aber dabei nun um Schulden, die in einem deutschen Insolvenzverfahren nicht restschuldbefreit wären, dann muss auch der Gläubiger die irische Restschuldbefreiung nicht anerkennen. Das heißt de facto, du hast dann eine Restschuldbefreiung zwar in Irland, diese ist aber für dich wertlos, denn du kannst sie in Deutschland gegenüber deinen Gläubigern nicht geltend machen. Die Gläubiger können weiter gegen dich vollstrecken, trotz der erfolgten Insolvenz. Du bist nach wie vor angreifbar. Du kannst im Grunde genommen auch danach nicht in Frieden in Deutschland leben. Hast den ganzen Aufwand gemacht, hast jede Menge Geld ausgegeben und es war im Grunde genommen alles umsonst. Wenn du Schulden aus strafbaren Handlungen hast, hast du im Grunde genommen drei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Erstens, frage deinen Anwalt in Deutschland und kläre mit ihm, ob diese Schulden in Deutschland durch eine Insolvenz restschuldbefreit werden würden. Wenn er dies bejaht, dann kannst du auch die irische Insolvenz machen, weil sie zum Beispiel für dich angenehmer ist, weil sie anonymer ist, weil sie schneller ist. Ansonsten würde ich dir davon abraten. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten in Deutschland. Zum Beispiel gibt es ja seit einigen Jahren den sogenannten Insolvenzplan. Darüber kann man tatsächlich auch Schulden aus strafbaren Handlungen möglicherweise sich entledigen. Sprich mit deinem Anwalt, lass dich dazu beraten und schau, was er dir für Lösungen in Deutschland empfehlen kann.
Möglichkeit Nummer 2, du gehst nach Irland oder ein anderes EU-Land, wo du die Restschuldbefreiung erlangst und ziehst nicht nach Deutschland zurück. In diesem Land, wo du das Insolvenzverfahren durchlaufen hast, zum Beispiel Irland, hast du ja dann tatsächlich Gläubigerschutz. Irland hat ja auch noch einige steuerliche Vorteile, zum Beispiel den Non-Dom-Status. Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Das heißt, du könntest zum Beispiel nach der Insolvenz dann im Ausland auch sehr steuereffizient neues Vermögen aufbauen. Die dritte Möglichkeit, vergiss die Insolvenz, zieh einfach ins Ausland um. Vielfach ist es so, dass Gläubiger dir nicht hinterherlaufen, insbesondere dann nicht, wenn das Ausland relativ weit weg ist, ein anderes Rechtssystem ist, am besten noch ein Wasser dazwischen ist, ein Meer. Zum Beispiel UK oder Irland oder auch Amerika oder noch weiter weg. Natürlich, man muss ganz klar hier sein, zivilrechtliche Titel und Forderungen lassen sich weltweit vollstrecken, das ist ganz klar. Aber die meisten Gläubiger haben nicht die Mittel oder das Interesse, hier in einem anderen Land einen teuren Anwalt zu beauftragen, der sich dann darum kümmert. Also wie gesagt, das funktioniert natürlich. Wir sehen es ja immer wieder. Irgendjemand bekommt seine Yacht beschlagnahmt, weil er irgendwo Schulden hat. Also das funktioniert definitiv. Aber so bei den meisten Mandanten würde eigentlich da nichts passieren. Du kannst sogar den Gläubigern ganz offen gegenüber kommunizieren, dass du jetzt weggezogen bist, dass du in einem neuen Land wohnst. Normalerweise passiert dann gar nichts. Dennoch sollte man vielleicht aufpassen, wenn du Vermögen aufbaust, dass es nicht in deinem Namen ist, könnte zum Beispiel im Namen deiner Frau sein oder eines anderen Familienmitgliedes oder anderen Vertrauenspersonen. Aber generell sind im Ausland deine ausländischen Schulden egal. Es wird dich tatsächlich niemand danach fragen. In den meisten Fällen. Die Schufa ist ja rein national. Das heißt, du kannst da wirklich komplett neu anfangen. Wenn du Schulden hast und nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst und möglicherweise planst, ins Ausland zu gehen, entweder um einfach neu anzufangen oder ein Insolvenzverfahren zu durchlaufen, dann würde ich mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen. Den Link packe ich mal hier in die Beschreibung rein. Meine Kollegen und ich helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, im Ausland neu anzufangen, sich steuerlich zu optimieren, sich ihrer Schulden legal zu entledigen. Wir haben viele qualifizierte Kollegen, Rechtsanwälte, Steuerberater in vielen Ländern, die unsere Mandanten dabei unterstützen können. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und mit dir über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.